Zeit ist Fisch. Auf die Plätze, fertig, los hier. Ein wunderschöner Fisch. Oh, ist der dick. Guck mal, wie dick der Bauch ist. Die Punkte, die brauchen wir. It's the game changer. Number one. Don't forget that Swedish anglers are the best. Der YouTube Predator Cup 2019 wird präsentiert von Casio Pro Track, Shimano und Nice. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur heiß ersehnten zweiten Staffel des YouTube Predator Cup. Heute und auch in der kommenden Woche seht ihr das zweitägige Qualifikationsturnier, bei dem 5 YouTube-Angler um den letzten freien Startplatz im Hauptfeld kämpfen. Wir haben das Qualiturnier im Vergleich zum Hauptturnier etwas anders aufgezogen. Alle Angler sind alleine losgegangen und hatten ihren eigenen Kameramann von ihrem eigenen YouTube-Channel dabei. Die Bildqualität ist dadurch zwar etwas ungleichmäßig geworden, weil die 5 Kameraleute nicht alle dieselbe Kamera hatten und vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich talentiert sind. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass 2 wirklich abwechslungsreiche und richtig spannende Videos daraus entstanden sind. An beiden Wettkampftagen wurden richtig gute Fische gefangen und es bleibt bis ganz zum Ende der zweiten Folge spannend. In der heutigen Sendung zeigen wir euch, wie wir den ersten Wettkampftag erlebt haben. Wer die 5 Kandidaten sind, die um den Startplatz gegen Veit Wilde kämpfen, das sagen sie euch jetzt selbst. Hi Leute, ich bin Dennis vom Kanal Stramme Leine und ich komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet. Mein Hausgewässer ist die Ruhr und am liebsten angel ich auf Barsch mit dem Dropshot-Rig. Mein bester Fang war auf jeden Fall ein 96er Zander, den ich auch in der Ruhr gefangen habe. Mein Favorit für diese Runde ist Hassan von den Fishing Bros, einfach deshalb, weil er hier schon ziemlich oft war und viele Videos gedreht hat und deswegen schätze ich seine Chancen hier am besten ein. Der Gewinner der Wildcard fischt gegen Veit Wilde und Veit Wilde ist auf jeden Fall auch mein Lieblingsgegner. Dem möchte ich auf jeden Fall aus dem Turnier kegeln, aber das ist ein weiter Weg bis dahin. Erstmal muss ich hier die anderen ausschalten. Mein Name ist Jonas Haple, ich komme aus dem schönen Schwarzwald und angle für das JM Angelteam auf YouTube. Wer unseren YouTube-Kanal kennt, der weiß, dass ich eigentlich ein Karpfenangler bin. Wenn die Zeit zum Karpfenangeln mal nicht reicht, versuchen wir natürlich auch super gerne auf Raubfisch. Meistens dann auf Hecht, weil Hechte relativ häufig vertreten sind in unseren Gewässern. Dann mit Topwater-Baits, weil es einfach richtig geil ist zu sehen, wie der Hecht draufballert. Und das macht dann auch richtig Spaß beim Drill. Wenn ich drüber nachdenke, welcher Fisch bis jetzt das Highlight war in meiner Angelkarriere, denke ich zurück an meinen 1,6 Meter Hecht aus dem Rhein. Das war wirklich ein spannender Drill in glasklarem Wasser. Vor allem hatten wir nicht das Hechtgeschirr dabei, sondern eine Forellenrute und dann mit dem 14er Fluorocarbon vorne dran war das ein Adrenalinstoß vom Feinsten. Wer hier heute das Rennen macht, kann ich gar nicht einschätzen. Wir haben hier viele Raubfischexperten am Start. Die sind darauf einfach spezialisiert, kennen sich viel besser aus mit den ganzen Methoden als ich. Deswegen wird es richtig schwer, sich hier heute durchzubeißen. Aber ich werde natürlich alles geben, um doch dort den einen oder anderen Fisch ans Band zu bekommen. Im Verlauf des Turniers würde ich sehr gerne auf Jimmy vom Oder Spree Angler Kanal treffen. Einfach, weil er sehr sympathisch in den Videos rüberkommt und ich ihn gerne mal kennenlernen würde. Hey Freunde, mein Name ist Chris von Tideritter. Ich fische auch für unseren Kanal Tideritter, wie unschwer zu erkennen ist. Und ich freue mich wahnsinnig, dieses Jahr wieder mit dabei zu sein. Wer den Kanal Tideritter kennt, weiß ganz genau, dass ich aus Hamburg komme, aus der wunderschönsten Stadt der Welt. Und mein Hausgewässer ist die Elbe. In der Elbe befische ich am allerliebsten den Zander und das mit meiner Lieblingsmethode, dem Faulenzen. Während des Faulenzen konnte ich auch bisher meinen allerbesten Fang machen. Und zwar einen 87 cm Zander. Und das beim Gunky Iron Tournament. Das war wirklich schon ein Kracher. Es ist für mich nicht ganz einfach festzustellen, wer hier tatsächlich heute das Rennen machen kann. Zum einen sind die Bedingungen, unter denen wir wirklich heute fischen, wahnsinnig kompliziert. Wir haben mega Sturm, unglaublich viel Regen, ständig wechselnden Luftdruck. Das ist Wahnsinn. Also das heißt, es wird für alle sehr, sehr schwer. Ich weiß, dass es 2, 3 Leute gibt, die sich ein bisschen besser vorbereitet haben als andere, weil sie einfach schon 4 Tage hier sind zum Beispiel und fischen. Das heißt, ich würde sagen, der Martin von Bock auf Barsch hat schon eine recht große Chance. Aber auch Hassan ist einer, von dem ich weiß, dass er hier relativ häufig schon gefischt hat. Für mich ist es das allererste Mal, das heißt, ich sehe mich selbst so ein bisschen als Underdog und ich denke mal, das sollte auch eventuell dazu reichen, hier vielleicht doch noch den Topf zu holen. Ich hoffe, dieses Jahr wieder auf Veit Wilde zu stoßen, um ein Rematch zu fischen. Dieses Jahr möchte ich gegen Veit gewinnen. Moin moin, liebe Zuschauer vom Hecht und Barsch Kanal. Mein Name ist Hassan und ich trete heute für den Fishing Bros YouTube Kanal an. Mit dem Sven gemeinsam betreibe ich den jetzt seit ungefähr knapp 2 Jahren. Ich komme aus dem Raum Köln, bin aber extrem oft in Holland unterwegs. Ja, man kann eigentlich sagen, fast ausschließlich in Holland unterwegs. Am liebsten angel ich in Fließgewässern und jigge gerne auf Zander.
Am liebsten angle ich zwar auf Zander, allerdings finde ich große Barsche extrem gut aussehend. Deshalb würde ich sagen, das Highlight meiner Angelkarriere war mein PB-Barsch mit 49,5 cm, kurz vor den 50 gestoppt. Das war ein ziemlich geiler Fisch. Gestern habe ich noch gesagt, dass ich so keinen Favoriten habe. Heute Nacht hatte ich natürlich ein bisschen Zeit zum Nachdenken und fand die Strategie von Dennis, von stramme Leine, auch ziemlich nice. Also es könnte auf jeden Fall was werden und ich denke, der hat da ganz gute Chancen. Auf Frédéric Julien oder Dustin Schöne würde ich am liebsten treffen, einfach weil ich Bock habe auf Harakiri auf dem Wasser. Ja, hallo Leute, mein Name ist Martin. Ich vertrete den Kanal Bock auf Barsch beim YouTube Predator Cup 2019. Ich komme aus Bad Kreuznach im wunderschönen Rheinland-Pfalz. Am liebsten fische ich mit natürlichen Gummis auf Barsch. Das ist auch mein Hauptzielfisch. Mein Hausgewässer ist der Rhein. Ja, mein Highlight in der Angelkarriere ist ein 50er Barsch. Ich fische am liebsten auf Barsch und deshalb steht der ganz oben. Und gerade die ganz fetten, die haben es mir richtig angetan. Ja, wen schätze ich am besten ein? Hassan ist auf jeden Fall weit vorne, er kennt sich hier aus, fischt oft hier in Holland. Sonst sind die Bedingungen heute sehr schwierig. Viel Wind, jeder hat seine Chancen, Angeln ist Angeln. Wenn wir die erste Runde Battles bestehen, geht es als erstes gegen Fight. Das wird auf jeden Fall schon mal lustig. Wenn es dann noch weitergeht für uns, dann am liebsten gegen Dustin Schöne, amtierender YouTube Predator Cup Champion. Das wäre natürlich richtig fett. Es wird nicht einfach, glaube ich, aber ich bin schon sehr gespannt auf unseren WhatsApp-Chat, wer den ersten Fisch reinpostet. Drückt euch die Daumen auf jeden Fall. Ich gehe dann wieder pennen. Macht's gut. Die 5 Anwärter auf die YouTube Wildcard machen sich voller Vorfreude und Tatendrang auf den Weg. Auf geht's. Auf geht's. Die Regeln sind einfach. Geangelt wird an 2 Tagen jeweils für 10 Stunden. Jeder Angler darf 5 Raubfische in die Wertung einbringen. Es zählen Barsch, Zander und Hecht. Anders als im Vorjahr wird die Länge von Barschen mit 2 multipliziert. Die von Zandern wieder mit 1,3 und die Gesamtlänge von Hechten zählt erneut einfach. Es gibt im Vergleich zur letzten Staffel eine weitere Neuerung, die im gesamten Turnier gilt. Schafft es ein Angler, 2 verschiedene Fischarten zu fangen, winken 10 Extrapunkte, sofern die Fische Maß haben. Bei der dritten Art gibt es zusätzlich nochmal 20 Extrapunkte obendrauf, also insgesamt 30 Extrapunkte für einen Hattrick. Hat diese neue Regelung Einfluss auf die Taktiken der Angler? Also ich denke, die Angelzeit wird es vor allem entscheiden. Deshalb habe ich mich auch dazu entschieden, gar nicht mal so weit weg zu fahren. Der Wind bläst uns natürlich heftigst ins Gesicht. Aber das ist egal, ich werde es trotzdem an einem Großgewässer versuchen, weil ich einfach einen Zander fangen will. Also den ersten Spot, den ich anfahre, den kennt ihr vielleicht auch von dem ein oder anderen YouTube Predator Cup Turnier. Ich erhoffe mir da, wie gesagt, Zander. Hecht ist da auch möglich, deshalb wird auch Hecht sicher geangelt. Ich bin total gespannt, was rauskommt. Ich habe absolut keine Ahnung, was mich erwartet. Ja Leute, erster Spot. Wir sind gerade auf dem Weg, es hat gerade begonnen. Ja, den Spot, von dem wir jetzt anfahren, haben wir uns gestern schon mal angeschaut. Also wir wissen definitiv, dass Fisch da ist. Wir haben ihn gesehen, mehrmals. Jetzt geht es darum, ihn zu fangen. Das ist ein kleiner Kanal bzw. ein kleiner Polder, den wir heute als erstes mitnehmen. Da geht es auf Hecht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir hauen was raus. Der erste Spot. Ich angel jetzt mal eine halbe Stunde hier. Ich glaube, länger geht das bei dem Wind auch gar nicht. Und versuche auf jeden Fall erstmal einen Zander zu fangen. Die Bedingungen sind echt krass. Der Wind pfeift gnadenlos übers Wasser. Die Angler kommen so langsam an ihren Spots an und machen ihre ersten Würfe. So, kleines Force Majeure passiert. Wir sind gemeinsam mit Chris von den Tide-Rittern hier. Wir sind gleichzeitig hier angekommen, beziehungsweise eher einen Tacken früher. Ist jetzt blöd gelaufen natürlich für mich, weil ich den Spot hier gern für mich haben wollte, aber es ist wie es ist. Also ich bin jetzt nicht böse auf ihn, wir geben trotzdem unser Bestes und ja, mal sehen, wer von uns beiden den ersten Fisch rausholt. Ja, wir sind jetzt angekommen am ersten Spot. Hier vorne kommt jetzt gleich eine Brücke, die beangeln wir ein bisschen intensiver. Wir haben gestern einen schönen Hecht da stehen sehen, den wollen wir uns heute schnappen. Das Wetter passt eigentlich, wir sind gut drauf, los geht's.
Boah, bei dem Wind keine Chance, Köder vernünftig zu führen, echt. Das ist krass. Der erste Spot war einfach nicht zu beangeln. Es ist einfach zu krass mit dem Wind. Und deswegen fahren wir jetzt in irgendeinen Hafen. Also mein Plan ist jetzt, dass ich auf jeden Fall irgendwas anderes machen muss als die anderen. Ich glaube, dass die anderen wahrscheinlich am Haringfleet versuchen, einen Zander, einen Barsch oder einen Hecht zu erwischen. Das ist aber so mies bei diesen Bedingungen. Und deswegen glaube ich, dass ich meine Chance nutzen muss. Und ich kenne ja so ein paar kleinere Häfen. Die fahre ich jetzt an und da hoffe ich einfach, dass ich die ersten Barsche quasi abhaken kann. Das ist so meine große Hoffnung. Ich glaube, die anderen werden sich an einem großen Haringfleet mit dem Wind auf jeden Fall schwer tun. So. Hoffen wir mal, dass der Plan aufgeht. So, der erste Fisch des Tages, aber ich fürchte, dass der kein Mindestmaß hat. Aber entschneidert. Barsch habe ich gefunden, nur die Größe passt noch nicht ganz. Sehr gut. Nee, ist zu klein. Oh Mann. Egal, anfangs gemacht. Hey Freunde, außer Muscheln bisher leider noch nichts am Band gekommen. Zwischenstand ist aber, die sind irgendwo, sind sie ja. Und wir müssen die jetzt nur finden. Aber das klappt noch. Der nächste Fisch, der könnte maßig sein. Das sieht gut aus. Der ist minimal größer, das könnten die erhofften 22 cm sein. Ich lege nochmal dran, vorne mit der Nase. Ja, der hat 22. Yes. Yes. Oh, geil. Ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss oder so, ne? Ja, der erste Wertungsfisch. Kleiner Barsch. Schön. Also der Fisch kam gerade auf Dropshot beim Schleifen. Ja, 2 Fische, 2 Würfen, schon mal ganz cool. Die Größe muss man noch ein bisschen erweitern, sag ich mal. Der zweite Fisch des Turniers bringt die ersten Zähler aufs Scoreboard. Der Barsch hat ein Mindestmaß von 22. Dennis geht dank der Punktlandung mit 44 Punkten in Führung. Der Wind kommt halbwegs von der richtigen Richtung, deshalb kann man hier auch ziemlich weite Wurfweiten erzielen. Um die dann natürlich auszunutzen, lassen wir den Köder am offenen Bügel absinken, so kontrolliert wie möglich, wenn man das kontrolliert nennen kann bei diesem Wind, um so einfach eben die ganze Strecke auszunutzen. Hier ist eine ganz schöne Kante, die werden wir jetzt befischen und ich hoffe, die spuckt auch den ein oder anderen Zander raus. Der Luftdruck, der wechselt heute, mal fällt er, mal steigt er. Also ja, bin gespannt, ob die Zander überhaupt Bock haben. Also ich fische jetzt hier mal relativ groß, so 14, 15 cm und da kann alles drauf gehen. Ja, vielleicht der Barsch eher nicht so, aber auch das ist schon passiert. Ja, ich gebe mein Bestes, Leute, drückt mir die Daumen. Yes. Geil. Yes. Junge, ist der fett. Was für ein schöner Barsch. Mega. Geil. Der ist auf jeden Fall maßig. Und wieder voll weggeballert. Geil. Yes. 24. 24. Klein, aber fein. 48 Punkte. Richtig geil. Auch Kleinvieh macht Mist. Mega. Der zweite Barsch, der das Mindestmaß erfüllt, bringt Dennis die nächsten 48 Punkte. Damit baut er die Führung gegenüber seinen Gegnern auf 92:0 aus. Auch seine Kontrahenten nehmen diese Info zur Kenntnis. Ich habe gerade mitgekriegt, einer meiner Mitstreiter hat schon seinen zweiten Barsch gefangen, der Druck wächst.
wirklich so haarig. Jetzt habe ich also, tatsächlich sind die Bedingungen Wahnsinn. Wir haben hier Böen, dass man spürt den Grund ganz kaum. Also es ist echt schwierig. Kriegt man doch hin, aber es ist wirklich, wirklich hart. Wie ihr im Hintergrund unschwer erkennen könnt, befinde ich mich hier an einem Hafen. Einfach weil es sehr, sehr stark windet und wir keine Chance haben, irgendwo auszuwerfen. Ich denke, bei den anderen wird es nicht anders sein. Wir sind jetzt, wie gesagt, noch unterwegs hier in den Hafen. Versuchen hier zwischen den ganzen Booten, die ihr hier seht, mit kleinen Easy Shinern in dem Fall Fische zu bekommen. Aber bis jetzt absolut nichts. Kein Anfasser, kein Biss, kein Drill. Es ist nichts zustande gekommen bis jetzt, aber unsere Köderboxen sind voll. Wir haben alles dabei, was nur geht an Kunstködern und dementsprechend soll es so möglich sein, dort einen Fisch zu fangen. Die Uhrzeit immer noch nichts lief, kein Biss. Dann war A, entweder jemand schon hier und hat gefischt oder B, das Ding ist durch. Deshalb suche ich mir mal was anderes und überlege mir mal schnell eine neue Taktik, wie ich doch noch ein, zwei Fische hier fangen kann. Bestimmt wird im Laufe des Tages hier was rumkommen, also wenn der Chris hier bleibt, wird er eventuell oder mit ziemlicher Sicherheit noch was fangen. Aber ja, den Moment abzuwarten, darauf habe ich keinen Bock. Da suche ich sie mir lieber. So. Jetzt ist irgendwie eine kleine Beißflaute. Zeit für einen Köderwechsel. Ja, sieht doch schick aus, oder? Also ich würde es fressen. Das ist auf jeden Fall kein Wertungsfisch. Aber der Köder hat funktioniert. Schnell zurück damit. Leute, letzter Wurf, den ich machen wollte. Alter, geil. Der wird eventuell nicht mal Maß haben. Super! Erster Fisch! Oh, geil! Erster Fisch auf den letzten Wurf. Ich habe gesagt, entweder knallt es jetzt oder ich verpiss mich. Es hat geknallt. Ich glaube, ich werfe hier noch ein, zwei Mal. Klein, aber fein, liebe Leute. Der Chris gesellt sich jetzt hier auch noch mal dazu. Herrlich, was ein Vieh. Guckt euch das mal bitte an, wie der den weggenagelt hat. Der wollte ihn sowas von haben. 14 cm Monkey Lure, komplett weggenagelt. Wir messen den mal. Ich hoffe, der hat Maß. Aber sieht ganz gut aus. Der hat mit Sicherheit knapp über 50. Jo, danke. Super geil. 53 hat er. Sauber. Ja, geil. Freut mich. Der kommt zurück in sein Gewässer. Einen kurzen Salto geben, wenn sie aufs Wasser platschen, erschrecken sie sich und wie ihr gesehen habt, ist er direkt weggezogen. Geil, ich freue mich. Entschneidert. Geil. Boah, fällt mir ein Stein vom Herzen. Bäm! Mit einem 53 cm langen Zander kann auch Hassan seinen ersten Fisch in die Wertung bringen. Mit dem Faktor 1,3 multipliziert sind das immerhin 68,9 Zähler und somit für den Moment Platz 2 auf dem Scoreboard. Korrekt. Korrekt. Alter. Alter. Martin. Yes! Er steht auch so stramm in der Strömung drin. Alter. Boah, was ein Vieh. Auch bei Martin ist der erste Fisch trotz schwierigen Bedingungen eingestiegen und der verkauft sich zumindest richtig gut. Das Keschern stellt sich aufgrund der Strömung, des Windes und der Keschergröße als äußerst schwierig heraus. Hoffentlich verliert er diesen tollen Hecht nicht. Jetzt ein bisschen langsam machen. Sehr wichtiger Fisch für heute. Steht voll drin. Voll rein mit seinem ganzen Gewicht.
Schöner Fisch. Stabiles Teil. Jetzt darf der Gute wieder zurück. Ja. Wir wollten gerade abhauen. Zum Glück sind wir nicht gegangen und haben hier nochmal einen Wurf gemacht. 2 Würfe und ich glaube der erste Wurf im Shaker, ich weiß es nicht, direkt die dicke Mutti drauf geknallt. Richtig geil. Richtig guter Fisch und das ist ein sehr, sehr wichtiger Fisch gewesen. Also das war, ich bin gerade so geil. Weiter fischen. Die Freude über diesen 85er Hecht ist Martin deutlich anzumerken. Zu Recht. Denn damit bringt er seinen ersten Fisch in die Wertung und rutscht in der Tabelle auf Platz 2 vor. Das wäre jetzt auch zu viel des Guten, Alter. Richtig fett. Richtig fett. Ich bin gerade richtig happy. Das hat der Moral auch der letzten Trainingstage, dass es jetzt so geklappt hat, hier wirklich am ersten Spot, den wir uns so ausgemalt haben, den Zielfisch gefangen haben, den wir natürlich wollten. Ist richtig gut. Ja, könnte knapp werden, ne? Sieht nicht so schlecht aus. Fisch. Yeah. Jo, wie nah. Ja. Sehr schön. Der nächste Wertungsfisch. Das ist echt krass. Hart erkämpft. Aber wieder 44 Punkte. Wertvolle. Ich wollte auf jeden Fall ja, Barsche fangen, hat auch geklappt. Warum will ich kleine Barsche fangen? Einfach deshalb, weil es doppelte Punktzahlen sind. Und ja, jetzt werde ich mal so ein bisschen den Druck auf die anderen erhöhen und mal so ein Bild posten hier in die Gruppe. Taktische Kriegsführung hier. Dennis bringt bereits seinen dritten Barsch in die Wertung. Mit 136 Punkten liegt er nun komfortabel in Führung. Doch ob diese kleinen Barsche am Ende für den Sieg reichen? Genau 12 Uhr, seit kurz vor 9 sind die Jungs unterwegs und in den Statements am Anfang der Sendung habt ihr es schon hören dürfen, es sind heute verdammt schwere Bedingungen. Extrem viel Wind, ich glaube bis Windstärke 8 in Böen oder sogar 9. Trotzdem, überraschenderweise, keine schlechten Fangergebnisse bisher. Dennis führt, hat 3 Barsche in die Wertung bisher einbringen können. Wir haben hier einen kleinen Teamchat aufgemacht, damit alle immer informiert sind, wie es steht. Die Jungs posten hier rein, wenn sie was gefangen haben. Ich rechne dann das in Punkte um, damit jeder ungefähr seinen Tabellenstand in der Live-Tabelle ja, einschätzen kann, vielleicht gegebenenfalls nochmal die Taktik ändern kann. Geiler Fisch auch, den Martin gefangen hat, 85er Hecht. Hassan hat auch schon was ans Band bekommen. Also ich würde sagen, die Sache kommt in Gang, kommt ins Rollen. Noch ist natürlich nicht aller Tage Abend. Jeder hat noch die Chance auszugleichen, vorbeizuziehen und so weiter. Es gibt sogar noch einen zweiten Wettkampftag. Ich bin erstmal froh, dass alle frohen Mutes sind und die Fische beißen. Der eine Zander scheint ein Blindgänger gewesen zu sein. Da ist jetzt kein Beißfenster aufgegangen. Deshalb fahren wir jetzt mal zu einem anderen Spot. Ich hoffe, das Wasser sieht dort einfach ein bisschen anders aus. Und vielleicht finden wir da auch noch die ein oder andere windgeschützte Ecke, wo wir fischen können. Ich werde es eventuell auch mal auf Barsch versuchen. Muss ich mal gucken. Entscheide ich vor Ort. Bin gespannt, ob einer der anderen Jungs auch an dem Spot angelt, wo ich jetzt gleich hinfahren werde. Kann auf jeden Fall gut sein, weil bei diesem Wind sind die Möglichkeiten definitiv beschränkt. Mist, Mist, Mist. Wir haben die Ausfahrt verpasst. Der Weg verlängert sich um ganze 10 Minuten. Das könnten die 10 Minuten sein, in denen sich jemand anderes den Spot schnappt. Verdammt, ich habe nicht aufs Navi geguckt. Oh Mann, das wäre jetzt auf jeden Fall richtig ärgerlich. So, neue Nachricht im Chat. Chris hat einen richtig fetten Barsch gefangen. Was für ein Moped, ey. Alter. Ja, dickes Petri, ey. Fettomat. Das war mal ein echter harter Fight. Geiles Feed. So, okay. Bye bye, Freundchen. Juhu! Was für eine Kirsche. Dieser kugelrunde und 46 cm lange Barsch bringt Chris ganze 92 Punkte auf sein Scoreboard. Wie aus dem Nichts hielt Chris diesen Stachelritter in die Kamera. Was war da los? Freunde, dass die Kamera gerade nicht lief, das ärgert mich wie Hölle. Ja, aber auch mein lieber Matze muss auch mal auf Toilette.
Was soll's, ist egal, nicht so schlimm. Ich habe jetzt im Gruppenchat schon erfahren, dass ich der Einzige noch bin, der keinen Fisch gefangen hat. Das ist natürlich super deprimierend, wobei ich mich gerade ein bisschen damit tröste, dass wir hier noch nie waren, dass ich eigentlich ein Karpfenangler bin und keine Ahnung, will nicht wissen, wo wir hingehen müssen. Ja, erster Spot vorbei, der Plan ging auf, war richtig cool, richtig Bock gemacht, den ersten Fisch zu drillen, sehr wichtiger Fisch, geil. Ich freue mich auf jeden Fall. Allerdings haben wir auch, beziehungsweise habe ich ein bisschen Druck. In der Gruppe werden andauernd Fische gepostet von den anderen Jungs. Alles gute Angler, wie man sieht. Jetzt geht's an den nächsten Spot. Wir haben richtig Bock weiter zu fischen. Vollgas. Geil, am neuen Spot angekommen, habe kein Auto unserer Kameraden gesehen. Jetzt steht hier neben mir ein Holländer, der wohl auch schon seit ein paar Minuten hier angelt, hatte allerdings noch nichts. Aber soll ja nichts heißen. Ich habe mal auch einen Wurf gemacht ins Weite, sage ich mal. Und da haben wir eine richtig heftige Unterströmung. Sprich, ich denke, ich muss ein bisschen schwerer fischen gleich. Hier, weiter geht's! Ja, wir sind jetzt ganz in der Nähe noch vom ersten Spot. Hier waren wir noch gar nicht. Probieren es jetzt hier mal. Das Wasser scheint aufsteigend zu sein. Wir haben hier am Ufer überall Gehölz rumliegen. Es wird viel angespült. Man sieht selbst, das Wasser übertritt schon die Kaimauer hier am Hafen. Ich denke, Hochwasser ist ein ganz gutes Zeichen für Zander, Hecht und Barsch. Der Barsch vielleicht nicht ganz so, aber ich denke, dass hier Fisch steht. Wir probieren es jetzt hier, werfen alles ab und dann geht's weiter. Mittlerweile haben alle Angler mindestens einen Fisch gefangen. Nur Jonas steht noch ohne Fisch da. Doch gut, Ding will Weile haben. Der Schwabe schlägt eindrucksvoll zurück. Was sagt man nicht? Unverhofft kommt oft. Im Hafen beim Barschangeln steigt jetzt der Meter 3 Hecht ein. Unfassbar, der zweite Meterhecht, den ich je fangen durfte. Es ist einfach geil, einfach der Hammer. Direkt hier zwischen den Booten und dann mit der 30 Gramm Route, es hat richtig Spaß gemacht. Der Kameramann war gerade weg, ich musste ihn dann alleine noch keschern. Es war unfassbar, also wirklich eine Story vom Feinsten und das auf einem kleinen Köder. Also richtig geil, ich bin jetzt mal gespannt, ob hier noch was steht. Jetzt brauche ich noch einen Barsch und oder einen Zander, das gibt nämlich extra Punkte und dann kann ich mich vielleicht in der Wertung noch mal hoch katapultieren. Mal schauen, ob das aufgeht. Auch Jonas kann seinen ersten Fisch präsentieren. Und was für einen! 103 cm bringt dieser holländische Hecht aufs Maßband und katapultiert Jonas vom letzten auf den zweiten Platz. So, jetzt hat Jonas gerade den übelsten Trümmerhecht gefangen. Auf jeden Fall abgemetert, glaube ich. Ja, mega geiler Fisch auf jeden Fall. Und ich mit meinen 3 kleinen Winzbarschen kriege jetzt doch ein bisschen Muffe und werde jetzt doch nicht versuchen, die kleinen Barsche voll zu machen, sondern ich werde jetzt auch mich dem Wind stellen und mein Glück auf Zander und große Barsche versuchen. So, da das Wasser hier extrem trüb ist, setze ich wieder auf den Schocker. Ja, in letzter Zeit lief die Farbe auf jeden Fall echt top. Ich baue drauf und mal, ob es klappt, seht ihr ja gleich. Zur Mittagszeit haben alle 5 Angler ihre ersten Fische landen können. Nach einer kurzen Pause mit sehr sehenswerten Werbespots geht's weiter. Oh, when I hear a drag sound, I get crazy. First you get a bite, then you strike, then you hold your rod, more fish, and then you get this feeling like, is it on? Yes, it is on. Der Wind erschwert nach wie vor die Angelei und zwingt die Jungs immer wieder zu Spotwechseln. Wer beißt sich durch und hat am Ende des Tages die Nase vorn? Das ist mir viel zu krass hier, ich habe keinen Bock mehr. Ich fahre noch wieder in den Hafen. Ich wechsle einmal die Farbe, das Wasser ist sehr trüb hier. Wahrscheinlich durch den ganzen Regen hat es alles hier reingespült. Jetzt gehen wir ein bisschen auf Schockfarben einmal. Mit dem K-Tech Easy Shiner, richtig geile Farbe für so Wetter. Bisschen größere Schätzfischen, Zander sollten das eigentlich
wegschlürfen ohne Problem. Eine gute Strömung an, hier vorne bricht sich das Wasser, bildet eine schöne Kehrströmung. Da stehen sie, hoffentlich. Ja, nochmal den Köder wechseln. Wichtig beim Wettkampf bzw. beim Turnier fische ich sicherheitshalber mit Stinger. Ich habe keine Lust, so wichtige Fische zu verlieren, wenn ich sie schon lande, wenn ich sie schon hake, sagen wir mal so. Oh ja! Ah, der könnte Maß haben. Yes! Und der nächste kleine Barsch, diesmal gejiggt. Geil. Ich schäme mich ein bisschen, die anderen hauen echt richtige Granaten raus und ich fange hier einen Winzbarsch nach dem anderen. Der ist Maß. Geil. Ja, schön. Die Taktik von Dennis geht bis hierher vollkommen auf. Die Frequenzangelei auf kleine Barsche füllt sein Scoreboard stetig und so führt er mit 4 Wertungsfischen und einem Punktestand von 180. Der hat kein Maß. Schön sind sie. Liebe Hecht- und Barsch-Zuschauer, guckt mal einmal ganz kurz darüber. Da seht ihr Hassan mit seinem Kameramann Sven stehen. Und die wollen wir natürlich jetzt nicht sofort direkt belästigen. Das heißt, wir gehen erstmal dahin, da ist wieder noch so eine Landspitze. Und probieren einfach mal 20, 30 Minuten auf Zander. Wenn da nichts geht, dann würde ich vorschlagen, gehen wir in den Hafen hinter Hassan. Also kommt mit, wir schauen uns das an. Los geht's. Nicht, dass der maßig ist, ne? Boah, knapp, ey. Nee. Und wieder sitzen wir im Auto. Mein Gott, ey, ich glaube es nicht. Es hat nämlich einen Grund. Wir haben gerade eben auf Barsch gezubbelt. Ich hatte auch 1, 2 Bisse, aber sie hingen einfach nicht. Es hat einen Grund, weshalb wir wieder im Auto sitzen. Wir haben nämlich eben den Chris vorbeifahren sehen. Dementsprechend müsste der erste Spot eigentlich wieder frei sein. Ich fand es einfach nur blöd, zu zweit da auf der Bunde zu stehen. Jetzt kann ich da alleine angeln und da werde ich bis zum bitteren Ende bleiben. Das sei gesagt. Boah, das ist wieder knapp. Das ist keiner. Das ist keiner. Leute, der Super-GAU, ich glaube es nicht. Wir fahren hier auf die Schnellstraße drauf und was ist? Wir haben den übertriebensten Stau. Aber sowas von. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber hier, wenn ihr mal seht, da steht alles und wir kommen nur in Schritttempo vorwärts. Petrus, steh mir bei. Also wir sind ganze 15 Meter vorangekommen. Ich habe gar keine Ahnung, was hier abgeht, weshalb der Stau. Kann auch wegen des Windes sein, tatsächlich, weil wir hier nämlich über eine Brücke fahren müssen. Ist echt kacke. Wir haben jetzt, ich guck mal auf der Uhr, 2:30. 2:30 bedeutet im Klartext, ich habe nicht mehr viel Zeit, den heutigen Tag zu retten. Ich werde mein Bestes geben, wenn ich an dem Spot bin, und werfen wie ein Tier. Ich werde die Route gar nicht mehr aus der Hand legen. Das ist er. Das ist er. Das muss er sein. Das muss er sein, der 5. Barsch. Ich hoffe es so sehr. Nein! Oh, ist das knapp. Ist das knapp. Zentimeter. Stau vorbei, jetzt kann es nur noch bergauf gehen. Lass uns sehen, was der Spot so bringt. Ja, weiter geht's. Spotwechsel. Wir sind immer noch in unserem Plan, Strecke machen. Haben uns gestern ein paar Nadeln gesetzt auf der Karte, wo wir hinwollen. Die fahren wir auch eisern ab. Egal wo die anderen fischen, egal was in die Gruppe geschickt wird. Wir halten Stand. Wir bleiben unserem Plan treu. Wir fahren jetzt ins Hafenbecken. Da hatte ich jetzt sind es mittlerweile 4 Tage, vor 4 Tagen schöne Fische gehabt. Richtig gute Fische, stabile Fische, wichtige Fische für ein Battle. Wenn da jetzt noch was geht, wäre richtig geil.
Wir haben richtig Bock. Die ich da gesehen habe, die würde ich jetzt gerne nochmal auf die Matte legen. Und dann gucken wir mal, was der Punktestand bringt. Was ist er? Das ist der 5. Barsch, oder? Yes. Das ist er. Ja, das ist er. Sorry. Ja, schön. Vielen lieben Dank, kleiner Freund. Der Erste, der die Punktetafel voll hat, ist Dennis. Es sind zwar nur Barsche, die knapp über dem Mindestmaß liegen, doch sie bescheren ihm dennoch mit insgesamt 226 Punkten eine komfortable Führung. Seine Gegner hingegen scheinen mittlerweile ein wenig ratlos. Manchmal stellt sich echt die Qual der Wahl. Man hat entweder sehr, sehr viele Gewässer zur Verfügung, wo man hingehen kann, oder eben keine. In diesem Fall habe ich jetzt hier wirklich fast alles, von kleinen Poldern bis hin zu Häfen. Wir sind vorhin extra einen Polder gefahren, der wirklich gut aussah auf Google Maps. Dann war er doch viel zu flach, also wirklich nur 30 cm tief. Wir haben deswegen sehr viel Zeit verloren. Ich habe meine Strategie überlegt für die kommende Zeit. Ich möchte jetzt nämlich noch einen Barsch fangen, einfach weil es noch mehr Punkte gibt. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Wir wollen mehr Punkte haben und zum Ranking nach vorne katapultieren, beziehungsweise ich will natürlich die anderen überholen. Und deswegen versuchen wir jetzt noch einen Barsch zu fangen, setzen dabei wieder auf kleine Köder, die wirklich an leichten Jigköpfen geführt werden. Jetzt gerade hier im Hafen können wir meistens Vertikalen direkt über den Stegen. Haben wir den Vorteil, dass wir die betreten dürfen. Und ich kann jetzt eben so weiter angeln und mal schauen, ob sich zwischen den Booten noch ein Barsch befindet, der Lust hat, sich mal einen Köder reinzuziehen. So, die 5 Wertungsfische sind im Sack. Also nicht im Sack, sondern abgehakt. Und jetzt heißt es, wirklich nochmal versuchen, eine andere Fischart zu fangen. Am liebsten wäre mir persönlich ein Zander so um die 60, 65, das fände ich cool. Ich würde auch ganz gerne Hecht fangen, aber der muss dann schon groß sein, weil der nur einmal gezählt wird, also mal 1. Ja, deswegen hätte ich jetzt ganz gerne lieber einen etwas größeren Zander. Und das ist jetzt auf jeden Fall die nächste Idee. Oh mein Gott, Leute, es hat jetzt noch zusätzlich angefangen zu regnen. Halb so schlimm, weil der Regen von hinten kommt, aber so in der Kombination macht es das Ganze auf jeden Fall nicht einfacher. Die beiden Angler, die hier waren, haben sich nicht als YouTube Predator Cup Konkurrenten herausgestellt, waren einfach Angler aus Deutschland, alles easy, auch coole Leute. Wenn ihr das Video seht, peace. Ich versuche es jetzt hier auf jeden Fall weiter auf Zander. Hecht ist hier immer als Beifang möglich. Ich hoffe, dass ich noch was raushole in den letzten Stunden. Der Stau hat mir natürlich echt Minuten geraubt, aber ich hoffe, ich mache die jetzt wieder wett. Und weiter geht's. Liebe Leute, ist ein besserer. Oh scheiße, der Kescher ist nicht aufgebaut. Ah, ist ein besserer Fisch. Yes! Jawohl! Geil! Geil! Oh, ein Köder, der mir schon mein PB Barsch beschert hat. Zumindest die Farbe. Oh, geil! Jetzt noch der Zetti. Läuft. Oh, ich bin gerade etwas aufgeregt, weil das mitten hier im Sturm alles passiert. Ah, schöner Zander, richtig schöner Zander. Yeah! Richtig geil. So, und jetzt der versprochene Köder am schweren Jighaken von Mios die Lola in Copper Green Phosphor. Richtig, richtig geil. Hat mir diesen schönen Zetti beschert. Nice! Hier, bitte. 66. So, dann releasen wir den Meister mal. Was für ein schöner Zander. 66 cm bringen Hassan 85,8 Punkte und hieven ihn hoch auf Platz 2, wo er Dennis nun im Nacken sitzt.
Leute, es stürmt und regnet, mein Gott. Alter, das ist so krass. Da würde kein normaler Mensch normalerweise angeln gehen. Also wirklich heftigste Bedingungen. Jetzt haben wir auch... Oh, ich hoffe, der Regen hört einfach auf. Mein Gott, das ist so krass. Aber da trennt sich die Spreu vom Weizen. Mit dem Wind und dem Regen ist es gar nicht so einfach, heute Fische zu fangen. Ich hatte trotzdem vorhin richtig Glück und konnte diesen riesen Hecht fangen in diesem Hafen. Deswegen sind wir jetzt auch auf dem Weg zum nächsten Hafen. Jetzt müssen wir erstmal gegenlenken, weil der Wind uns hier von der Straße drücken will. Wir haben wirklich Windstärken. Es ist jenseits von Gut und Böse. Zum Angeln macht es schon gar keinen Spaß mehr. Die kleinen Dicköpfe, die wir benutzen, zwischen 5 und 10 Gramm, die fliegen hin, wo sie möchten. Aber wir bleiben trotzdem dran und schauen mal, ob wir vielleicht mit den Big Baits noch irgendwas Dickes fangen können. Fisch on! Nächster! Auch kein schlechter, hat sich einfach eingehakt. Kann natürlich auch irgendwas quergehaktes sein, weil irgendwie bewegt sich das. Ja, Boah, geiler Zander! Alter! Yes! Yes, 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 yes! Guck mal, Köder rausgeflogen! Oh mein Gott! Wie knapp war das denn? Geil! Nächster geiler Zander! Ich habe den Biss gar nicht gespürt, er hing einfach, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber er hing auf jeden Fall im Maul. So, dann wollen wir ihn mal messen. Es ist so windig. Das ist echt kacke. Es ist erneut ein 66er. 66er, also er liegt auch hier vorne auf. Sehr cool, ich freue mich. Und zack, weg ist er. Sobald sie sich erschrecken, bäumen die sich einmal auf, sind wieder total fit. Oh, geil. Was soll ich dazu sagen? Bei Wind und Sturm Zander. Schon geil. Kleiner Männertraum. Die Glücksgefühle werden ein klein wenig vom immer schlechter werdenden Wetter überschattet. Doch Hassan trotz den widrigen Bedingungen. Ob das nun wirklich ein kleiner Männertraum ist, bleibt dahingestellt. Was aber feststeht, ist, dass Hassan damit die Führung übernommen hat. Die 3 schönen Zander bringen ihm ganze 240,5 Punkte und übertrumpfen so die kleinen Barsche von Dennis. Was machen eigentlich die anderen während des Unwetters? Wir sind wieder auf der Straße, fahren zum nächsten Spot. Der letzte Spot hat mir eigentlich, die letzten Tage sah der richtig fett aus. Ich hatte richtig Bock da hinzufahren. Jetzt habe ich 40 Minuten da gefischt, glaube ich. Eine knappe Stunde, alles abgefischt. Komplett abgefächert, das ganze Hafenbecken bis hin zur Spitze. Kein Kontakt. Mein Gefühl sagt mir auch irgendwie, dass ich da weg soll. Und wenn das schon so ist, dann haue ich am besten da ab. Ich habe vor kurzem noch einen super Geheimtipp bekommen von einem Kumpel. Der hat mir geschrieben, dass der Spot, den wir jetzt anfahren, richtig nice war die letzten 2 Wochen. Hat da richtig gute Fische gefangen. Wir gucken uns das jetzt an. Da ist viel Struktur im Wasser. Wir haben einen fetten Hafen, wir haben 2 Brücken, eine Autobrücke, viele Poller, Boote. Eigentlich haben wir das komplette Sortiment da. Hecht, Barsch, Zander geht da bestimmt oder ist da bestimmt. Ob was geht, das sehen wir gleich. Ihr kommt mit. Bis gleich. Nix da, ich glaub's nicht. Beißfenster ist aufgegangen. Ich glaube, es ist ein Hecht. Ja, es ist ein Hecht. Während seine Kontrahenten den passenden Spot suchen, ist Hassan schon wieder am Brennen. Auch wieder reingehangen, aber ist was Kleines, schwimmt ganz brav mit. Ah, kleiner Zander. Obwohl, gar nicht mal so klein. Der hat nass, der bringt Punkte. Die Lola rasiert. Geil. Och Mann, Leute. Wenn man bei so einem Wetter fängt,
dann ist man umso glücklicher. Ey, jedes Mal pocht mein Herz, wenn ich diesen verdammten Fisch im Kescher habe. Ich hatte auch ein bisschen Schiss vor dem Wettbewerb, muss ich sagen. Aber es scheint ein Beißfenster aufzugehen und die scheinen total auf meinen Köder zu stehen. Geil. Nächster kleiner, aber maßiger Zetti. Geil, der bringt auf jeden Fall auch Punkte. Ich habe gerade mal 3 Fische ins Rennen gebracht. Also der vierte, der gibt auf jeden Fall auch noch was. 60 cm hat der Kamerad. Geil. Verdammt, die Scale ist auseinandergeflogen. Aber egal. Also Leute, Petri. Der 4. Zander bringt Hassan erneut ordentlich Punkte und lässt seine Führung auf 318,5 Punkte anwachsen. Auch Dennis hat davon Wind bekommen. Wie wird er wohl darauf reagieren? So, die Zeit läuft. Ich habe jetzt gerade mal wieder so ein paar Würfe gemacht an so einem Graben hier hinter mir. Allerdings ja, ist kein Fisch drauf eingestiegen und währenddessen hat der Hassan wohl ordentlich abgeräumt. Jetzt kann ich mir natürlich meine Barsche in die Haare schmieren. Ne? Das ist, jetzt wurde ich gerade durchgereicht. Aber macht nichts. Und noch genug Zeit, auch einen schönen Fisch zu fangen. Oder auch 2 oder 3. Ja, wie ihr seht, sitzen wir wieder im Auto. Wir waren gerade wirklich am nächsten Hafen, sind da extra hingefahren, haben auf Google Maps geschaut, sah alles gut aus. Es regnet, das ist nur so kracht und hier weht es einfach alles weg. Mir hat zwar den Kescher auch vom Rucksack runtergerissen, schon ins Wasser rein. Ich hatte Gott sei Dank die Rute drin und konnte ihn wieder haken. Aber jetzt mal schauen, vielleicht finden wir noch einen Platz, der nicht ganz so dem Wind ausgesetzt ist. Und wenn nicht, dann war es das schon für den ersten Tag. Super schade, wir hätten noch ein bisschen Zeit zum noch ein paar Fische fangen, aber das Wetter gibt uns einfach nicht die Chance, weiter zu angeln. Der Wind pustet einen hier mal kurz weg. Oh, oh Junge. Junge, der Kescher ist gar nicht richtig aufgebaut. Ja. Ja. Oh, fuck, Alter. Geile Mann. Alter Schwede, ey. Es ist so krass mit dem Wind hier. Und wir sind jetzt wieder zum Haringflieg gefahren. Aua. Und es ist gerade hier vorne direkt vor unseren Füßen ein Hecht eingestiegen. Und der ist auch auf jeden Fall maßig. Und der hat auf einen Köder von Hecht und Barsch gebissen. Sehr schön. Was hat er? 68. 68, ja. Sehr schön. Geil. Hecht Nummer 1. Schön auf die Fresse gelegt. Ich bin komplett nass. Ich hoffe, die Rute ist nicht im Arsch. Muss ich gleich mal nachgucken. Dieses Gewässer hier, ne? Echt zu krass. Ich gehe lieber zurück in den kleinen Hafen. Auch wenn das Wetter wirklich mies ist, noch ist alles drin. Der Hecht von Dennis bringt ihn nicht nur wieder in Schlagdistanz zu Hassan, er beschert ihm auch 10 Zusatzpunkte für 2 gefangene Fischarten. Dämmerung tritt so langsam ein. Das ist jetzt für heute nach unserem Plan der vorletzte Spot. Mittag war es echt schwer, keinen Kontakt mehr gehabt nach dem Hecht. Aktuell wurde gut gefangen, also die sitzen mir alle im Rücken, beziehungsweise sitze ich denen im Rücken, weil ich ganz hinten liege, so wie es aussieht gerade. Aber wir machen weiter, ich gebe auf keinen Fall auf, Fisch konzentriert möglich durch, trotz dem Wetter. Jetzt geht es gleich nochmal hier kurz in den Hafen rein, zwischen den Booten ein bisschen fischen und dann fahren wir an die Spitze und dann ist auch schon wahrscheinlich der Tag zu Ende. Morgen, neuer Tag, ist noch alles offen, also man kann auch von hinten ganz schnell überholen. Täuscht euch nicht, Leute. Und dann treffen wir uns am Montag mit dem Fight. Das wäre natürlich richtig geil. Möge der Bessere gewinnen. Es ist so schwierig hier zu angeln, ne? Auch hier unten diese Steine, die haben mich gerade fast umgebracht. So Leute, wir haben die Buhne für uns alleine. Die beiden netten Angler, die da waren, haben sich jetzt auf den Weg gemacht. Gleichzeitig ist der Roman von Rheinlandboote dazu gestoßen, um einfach mal ein bisschen zuzugucken. Also viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Ich denke, so in einer Stunde werden wir in Aufbruchsstimmung sein. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich die Taktik weiterhin beibehalten, Lola. Da die Herren uns auch hier Platz gemacht haben, können wir uns auch schön an die Spitze stellen und mal die Stellen anwerfen, die ich jetzt davon nicht angeworfen habe. Und mal sehen, ob da vielleicht noch einer drauf geht. Ich bin gespannt. Ich muss den Kescher runter.
Ja! Geil! Mega! Yes! Richtig geil. Fett, ey. Der hat den voll genommen. Richtig cool, ey. Der hat ein bisschen mehr als der von gerade. Der hat genau 70. Genau 70. Schön. Mega. Fett. Schnell zurück damit. Der Plan waren eigentlich Zander und ja, was gab es jetzt? Schön 2 Hechte. Aber auch geil. Jetzt noch mal 2 Zander in der Größe, das wäre super. Wobei, dann wäre es mit den ganzen Barschen ziemlich ärgerlich gewesen. Dann wäre das Ganze nämlich umsonst gewesen. Aber naja. Jammern auf hohem Niveau. Der nächste Hecht. Dennis kann seinen Punktestand weiter verbessern. Da nun aber bereits der zweite kleine Barsch aus der Wertung herausfällt, reicht sein Punktestand nicht aus, um die Tabellenführung zurückzuholen. Zeitgleich, doch in einiger Entfernung, ist Chris ebenfalls am Drillen. Mit Hilfe seiner Entourage findet ein schöner Zander den Weg in den Kescher. Der 52 cm lange Stachelritter bringt ihm 67,6 reguläre Punkte und die 10 Zusatzpunkte für 2 gefangene Arten. Damit steigt Chris auf Platz 3 empor. Der Köderwechsel hin zu einem Köder, der einfach ein bisschen mehr Masse hat und ein bisschen mehr Bauch und eben halt mehr Druck unter Wasser macht, scheint hier jetzt eine gute Wahl gewesen zu sein. Ich bin mal gespannt, ob das sich auch bewahrheitet, dass dann die nächsten Fische damit kommen, denn jetzt ziehen sie anscheinend hier durch und wollen auch fressen. So Matthias, mein Freund, ganz ehrlich, wenn du das nächste Mal mit der Kamera so spät wieder ankommst, dann kriegen wir beide ernsthaft Schwierigkeiten. Schade, dass der Drill nicht mit drauf ist. Das war mal ein geiler Biss, echt so ein richtiges Holland-Talk. Heftig, komm, den packen wir wieder zurück. Oh, so. Oh. Ich musste ja jetzt warten, dass du mit der Kamera herkommst, aber deswegen wollte ich den jetzt nicht noch länger an Land lassen. Ey. Komm einmal bitte, High Five. Yay! Ja, ja Mann! Ja Mann! Diese 65 cm Zander bringen Chris vom Tide-Ritter-Team 84,5 Punkte und lassen sein Punktekonto auf 254,1 ansteigen. Er sitzt Hassan nun dicht im Nacken. So ein bisschen her seit unserem letzten Update. Aber Jonas hat geklingelt. Jonas ist nämlich jetzt schon zurück. Ich habe ihn ein bisschen später erwartet, muss ich sagen. Ja, mal so sagen, wir sind hier ganz neu. Wir waren die ganze Zeit nur auf Google Maps am Schauen, wo kann man denn angeln, dann mit dem FIS-Pass über, ja, prüfen, darf man da angeln? Naja, vor allem haben wir alle gesehen, was für einen Fisch du gefangen hast. Also ich würde sagen, allein dafür hat sich der Trip nach Holland schon gelohnt. Richtig. Wahnsinnsfisch. Genau. Das ist der Alarm, dass ich zurückfahren soll, dann hierher. Ah, okay. Du kriegst auf jeden Fall keine Minuspunkte fürs zu spät kommen, das ist schon mal gut. Aber auch keine Bonuspunkte fürs zu früh da sein, denke ich. Nee, sonst hätte ich schon richtig viele Punkte gehabt. Auf jeden Fall sind wir nach wie vor gespannt. Es trudeln immer noch die Fangmeldungen ein. Es ist noch alles offen, auch für dich. Vor allem, wenn es eine zweite Fischart ist. Was ich nicht glaube, dass das Wetter morgen extrem viel besser sein wird. Vielleicht regnet es weniger. Weniger Wind wird es, glaube ich, eher nicht. Das ist wirklich kein leichtes Los. Aber auf jeden Fall erstmal Glückwunsch zu deinem krassen Fisch, den du heute bekommen hast. Und ich habe von Casio eine Smartwatch bekommen. Das ist jetzt hier die F30. Und das, was jetzt hier dran richtig, richtig cool ist, wir haben ein kleines YouTube Predator Cup Emblem auf der Uhr drauf. Wahnsinn. Also für die Schiris, Babs hat auch eine bekommen. Wird ab jetzt hier ganz offiziell die Zeit genommen und der Luftdruck und was noch so dazu gehört. Coole Sache. Wie du gesagt hast, wir haben jetzt einen Fisch gefangen und da sind wir mit einem Fisch sehr gut dabei. Wenn wir jetzt noch einen zweiten fangen, können wir relativ schnell Punkte aufholen, wieder gut machen und vielleicht uns am zweiten Tag dann
irgendwo noch an die Spitze schieben. Ich bin wirklich gespannt, was die anderen Jungs zu erzählen haben, wenn sie dann gleich kommen. So, das war der erste Angeltag. Jetzt ist Feierabend. Ich bin sowas von im Arsch. Ich muss sagen, ich bin total glücklich, jetzt noch 2 Hechte erwischt zu haben. Ich glaube, meine Taktik heute Morgen war eigentlich kacke. Ich glaube, so eine Führung ausbauen zu wollen auf Basis von 23er, 24er Barschen ist irgendwie nicht so das Richtige gewesen. Ja, ich glaube, morgen werde ich den ganzen Tag mich doch auch in den Sturm stellen. Respekt an alle, die echt heute konstant dort geangelt haben und auch super geile Fische gefangen haben. Ich werde morgen auch den Weg zum Sturm wählen und ja, schauen wir mal, was dann geht. Auf jeden Fall war es ein richtig krasser Tag. Mir tut alles weh. Ich bin so oft auf die Fresse gefallen und bin froh, wenn ich jetzt gleich zu Hause bin und eine Büchse Bier aufmachen kann. Leute, wir haben 18:23 Uhr. Wir sollen um 7 wieder beim Toni sein. Und da ich ja Südländer bin und oft zu spät komme, mache ich mich nämlich jetzt mal frühzeitig auf den Weg. Wenn ich noch ein paar Minuten habe, werfe ich da noch mal ein bisschen im Hafen. Aber ich würde sagen, wir gehen auf Nummer sicher und ab nach Hause. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg ins Hauptquartier. Ich bin schon ganz gespannt, was alle erzählen werden. Also mit 4 Zandern bei diesem Wind, denke ich, bin ich ganz gut dabei. Bin zwar durchnässt, die Wassersäule meines Thermoanzugs ist auch durch, also an ihren Grenzen auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein krasser Angeltag. Alter, bitte! Wie geil ist das denn? Und der ist richtig in die Bremse gegangen, Mann. Der ist richtig in die Bremse gegangen. Alter Verwalter. Boah. Boah, verkauft der sich super gut. Ey, heftig. Heftig. Alter. Alter Schwede, ey. Was ein Fisch. Oh. Der hat aber richtig Bock, Mann. Alter. Boah, da ist er schon. Oh, krass. Jawohl, da war drin. Geil, ich lach mich weg, ey. Während alle anderen bereits auf dem Heimweg sind, zieht Chris in letzter Sekunde einen weiteren Zander an Land. Der Fisch beschert ihm 74,1 Zähler, lässt sein Punktekonto auf 328,2 anwachsen und lässt ihn an Hassan vorbeiziehen. Das war's. Erster Tag ist vorbei. Ich habe jetzt hier nochmal, keine Ahnung, gefühlte 200 Würfe gemacht. Die Zander wollen bei mir heute gar nicht. Gut, wir haben heute auch fast nur auf Hecht geangelt. Morgen geht's auf Zander bei uns. Zander und Barsch. Ihr seid dabei. Wir fahren jetzt zum Toni. Müssen um 7 Uhr da sein. Da ist Schluss. Und dann warten wir auf morgen. Bis dann. So Männer, ihr habt es geschafft, ihr seid alle pünktlich wieder da. Wahnsinnsfinish da noch. Es ist noch alles offen. Um den Druck noch mal zu erhöhen, wird der Einsatz auch noch mal erhöht. Der Gewinner kriegt nicht nur das Ticket zum Hauptfeld, sondern auch noch eine nagelneue Pro-Track von Casio, Smartwatch für Angler im Wert von 550 €. Ganz geiles Ding mit allen möglichen Funktionen. Luftdruckmessgerät, Mondphasen,
Anzeige und so weiter. Ihr könnt auch was gewinnen, und zwar so eine mega geile Outerjacke von Leck mich am Barsch, komplett wasserdicht, in Europa hergestellt und tatsächlich bei uns im Onlineshop für nur 130 € zu bekommen. Mega geiles Teil. Ansonsten, ich bedanke mich bei euch für den geilen Tag, für den geilen Content, den ihr geliefert habt. Wer die Jacke gewinnen will, guckt einfach unten in die Videobeschreibung, dort stehen die Teilnahmebedingungen. Ihr könnt am besten auch noch eine Größe mit angeben, damit wir wissen, welche ihr braucht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Sendung in einer Woche. Macht's gut, ciao. Am Ende des Tages steht Chris auf Platz 1, gefolgt von Hassan und Dennis. Jonas übernachtet auf Platz 4 und Martin trägt die rote Laterne. In der nächsten Folge seht ihr dann, ob Chris seine Führung verteidigen kann oder ob ihm einer der 4 Konkurrenten den Platz an der Sonne noch streitig macht. Die Fische beißen. Insofern ist noch für alle 5 alles möglich. Bis gleich. Abonniert unseren Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein. Es bleibt spannend.